Spec Ops: The Line ist ein 2012 erschienener Shooter, welcher von vielen als eines der ersten Antikriegsspiele bezeichnet wird. Das Spiel zeigt, was Stress und an sich gut gemeinte Entscheidungen, die man aufgrund falscher Informationen in einer Extremsituation trifft, mit einem machen, indem man die Geschichte aus eben dieser Position erlebt und wie man, wie in jedem anderen Spiel, die Aufgabe hat, die bösen Kriegsverbrecher zu erschießen, nur um dann am Ende zu erfahren, dass der Kriegsverbrecher von Anfang an in uns selber gesteckt hat. Ja, das ist ein fetter Spoiler, aber es ist eh nicht so, als ob wir das Spiel noch spielen können. Es wurde nämlich Ende Jänner 2024 einfach mal so mir nichts, dir nichts aus dem Steam Store entfernt. Der Grund dafür? Ausgelaufene Musiklizenzen von Künstlern wie Jimi Hendrix, Nine Inch Nails, Deep Purple, welche einem schon auf dem Titelbildschirm um die Ohren fliegen. Und jede Wette, diese Lizenzen werden kein weiteres Mal erneuert oder die entsprechenden Lieder entfernt, weil das würde Geld kosten. Und für was? Ein Spiel, welches zwar nicht gefloppt ist, aber auch nie den großen Erfolg feiern konnte, und wie viele neue verkaufte Exemplare wird ein inzwischen 12 Jahre alter Schlauchshooter, den man in etwa 6 Stunden durchspielen kann, heutzutage noch bringen, egal wie kompetent er gemacht ist. Aber anstatt jetzt zu sagen, 2K sollte dafür sorgen, dass die Rechte nochmal für alle Zeiten erneuert werden, damit dieses wegweisende Spiel, welches eine neue Art der Geschichtenerzählung in Videospielen etabliert hat, auch von zukünftigen Spielern genossen werden kann, mache ich mir nichts vor. Der Publisher ist dasselbe, der in ihrem Basketballspiel ein virtuelles Echtgeld-Casino einbaut. Also mache ich das nächstbeste. Ich erzähle euch, was das Spiel zu bieten hatte. Das Spiel schmeißt uns nach dem Titelbildschirm sofort in die Action, indem es uns hinter eine Minigun setzt, mit der wir ohne Kontext andere Helikopter abschießen müssten, und im Zuge des Ganzen wir auch mehr oder weniger absichtlich ganz Dubai in Schutt und Asche legen. Über Funk hören wir, dass die Kacke gerade am Dampfen ist, und als dann auch noch ein Sandsturm auftritt, kommt es zu einem Crash mit einem zweiten Heli, was die ganze Szene beendet, und wir bekommen erst einmal etwas Hintergrund zu dem, was wir gerade erlebt haben. 6 Monate zuvor wurde Dubai von einer Reihe von Sandstürmen heimgesucht, aber anstatt die Leute zu warnen, haben die Politiker die ganze Sache runtergespielt und sind selber abgehauen, sodass unzählige Menschen in der Stadt ohne Wasser, welche zudem gerade im Sand untergeht, gefangen waren. Glücklicherweise gab es den Afghanistan-Veteran Colonel John Conrad und seine Damned 33rd Battalion, welche sich freiwillig für die Evakuierung der Bevölkerung gemeldet haben. Aber selbst als Conrad den Befehl erhielt abzuziehen, setzte er sich darüber hinweg und führte immer noch eine Karawane Überlebender aus der Stadt. Weil aber die Stürme immer schlimmer wurden, ging der Kontakt zur Einheit verloren und alle haben schon mit einem Totalverlust gerechnet. Bis 2 Wochen bevor das Spiel startet, folgender Funkspruch empfangen wurde. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung Dubais war ein kompletter Fehlschlag. Verluste. Zu viele. Das US-Oberkommando beschließt anschließend erst einmal ein 3-köpfiges Delta Force-Team, bestehend aus Captain Martin Walker, Lieutenant Alphonse Adams und Staff Sergeant John Lugo, für eine Aufklärungsmission loszuschicken, um die Existenz von Überlebenden zu bestätigen. Erst danach würde man entsprechend Leute entsenden, während wir uns im Flieger heimbefinden. Besonders brisant, dass unser Captain Walker Conrad persönlich aus Afghanistan kennt, wo er uns in Kabul gerettet hat, indem er uns zu einem Evakuierungspunkt geschleppt hat. Nach den ersten menschlichen Radaren stoßen wir doch auf einen Notrufsender, wo wir eine frische Leiche von einem Soldaten der 33. finden und ein paar überlebende Flüchtlinge, die nach einem kurzen Gespräch das Feuer auf uns eröffnen. Wir erwidern das Feuer und besiegen sie mit dem Vorzeigegimmick, welches viel zu selten Einsatz findet. Das Begraben unter Sand. Da der Bleigehalt der Luft aber immer noch zu hoch ist, um das Hauptquartier wie geplant zu benachrichtigen, ballern wir uns erst einmal in Sicherheit und lernen die Squad-Funktion kennen. Das zweite Gimmick, welches nicht zu Ende gedacht war. Wieso sollte ich einen Gegner markieren, damit mein Squad ihn danach erschießen kann, wenn ich dafür mit dem Fadenkreuz extra auf ihn zielen muss, wenn ich doch genauso gut auch die linke Maustaste drücken kann, was deutlich schneller geht? Aber okay, die Shooter-Mechanik ist gut und das Feature stört nicht, also kann man darüber auch hinwegsehen. Und die Antwort kann ich euch auch sagen. Bevor Spec Ops: The Line wurde, wollten die Entwickler einen anderen Third-Person-Shooter mit dem Arbeitstitel Eye of the Storm machen. In diesem sollte man einen Soldaten in einem Zukunftssetting spielen, der gegen Mechs kämpft. Weil Dubai mit ihren, sagen wir, ambitionierten Projekten jetzt schon teilweise wie eine Zukunftsstadt wirkt, sollte das Ganze auch dort spielen. Das Gameplay sollte dabei eher auf Hinterhalte à la Ghost Recon setzen, infolgedessen die Squad-Befehle eingeführt wurden. Als man damit einen Prototypen auf der Suche nach einem Publisher war zwar 2K am Spiel interessiert, diese hatten aber aufgrund des zu erwartenden Ressourcenaufwandes keine Lust, eine neue Marke wie Eye of the Storm zu etablieren. Stattdessen hatte man aber die damals ruhende Marke Spec Ops. Da diese aber nie wirklich groß war, überließ man Jäger auch größtenteils freie Hand mit ihr. Einzige Einschränkung, es muss ein Militärshooter sein. Im Laufe der Entwicklung hat man aber gemerkt, dass gewisse Dinge nicht so gut funktionieren wie ursprünglich gedacht, beziehungsweise hat sich der Fokus des Spiels auf die Story verlagert, weshalb gewisse Mechaniken nicht ideal implementiert wurden. Ursprünglich sollten noch Sandstürme und Sand allgemein eine viel größere Rolle spielen, als sie es schlussendlich im Spiel tun.
Aber jetzt zurück zum Spiel. Am Ende der Szene empfangen wir auch gleich einen weiteren Notruf von der 330. nur 100 Meter entfernt, den wir sofort annehmen, nur um nach einem weiteren Feuergefecht an einem Flugzeugwrack anzukommen, bei dem die Soldaten inzwischen von Rebellen als Geiseln genommen wurden. Von den Geiseln bleibt aber am Ende leider nur noch einer übrig, der uns ein paar Informationen von einem Nest gibt, in dem man einen gewissen McPherson gebracht hat. Bevor er uns aber etwas über Conrad sagen kann, stirbt er in unseren Armen. Anstatt jetzt, weil niemand mehr auf uns schießt, sich wieder an unsere Befehle zu halten und zu melden, dass in der Stadt nur Überlebende sind, entschließen wir uns, wie unsere Kameraden richtigerweise anmerken, Befehlsverweigerung zu begehen und die Sache in unsere eigenen Hände zu nehmen. Wir folgen daher den Fußspuren, die sich um das Flugzeugwrack befinden, an diese Sendestation, und um nicht gegen die gesamte Armee gleichzeitig zu kämpfen, versuchen wir es mal mit Schleichen. Wir stehen unter Feuer! Sie haben uns entdeckt. Ich sagte doch, versuchen. Musik ab! Das erledigt, erklingt aus den Lautsprechern folgende Radiomeldung. Meldung. Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet, richtig, das Ende des Waffenstillstands. Rebellen, die sich ergeben möchten, melden sich bitte beim nächsten Außenposten. Zum Protokoll. Adam schlägt hier wieder vor, sich an die Befehle zu halten und dem Stab die Vorgänge zu melden, damit diese geeignetere Leute schicken kann. Wir wollen aber erstmal wieder etwas ballern. Selbst als ein Sandsturm uns erreicht und der Boden unter unseren Füßen einbricht und wir in das Luxushotel darunter fallen. Das gemacht, denkt sich der Sandsturm direkt, Arbeit erledigt und verschwindet, was aber den Rebellen Zeit gibt, uns mit Gegnerwellen zu überrennen bzw. uns mit Granaten rauszubomben. Nicht in die Luft fliegen zu wollen, treten wir den Rückzug an. Aber auch der Boss der Rebellen ist von dieser Aktion nicht begeistert, der jetzt aber erst einmal mit den verschleppten Soldaten der 30. eine Unterhaltung führen will. Uns fällt dabei auf, dass es sich beim Anführer ebenfalls um einen Amerikaner handelt. Bevor wir ihn aber zur Rede stellen können, werden wir doch in einer Zwischensequenz entdeckt und versuchen uns ins Freie zu schießen, wo aber der Sandsturm inzwischen gemerkt hat, dass es mit uns noch eine Rechnung offen hat, weshalb wir direkt in das nächste Gebäude flüchten. Dieses diente zu irgendeinem Zeitpunkt als Flüchtlingsunterkunft mitsamt einer Gedenkstätte. Nur ein paar Gänge weiter stoßen wir aber anschließend auf diese Szene. Oh Gott, diese Soldaten wurden massakriert. Nein, sieh dir die Anordnung an. Das war eine Exekution. Gehen wir weiter, sehen wir auch, wie das Gespräch mit McPherson so abläuft. Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent. Die 33. ist schon unterwegs. Die Damned wird sie nicht retten. Als die Damned desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren. Idiot. Hier wär's friedlich, hätten Sie nicht die Leute aufgestachelt, wieder Soldaten zu töten. Ach so, die CIA, die sich noch nie zu schade war, Folterungen durchzuführen, hat die Einheimischen angestachelt, gegen die 33. zu rebellieren. McPherson hält uns allerdings auch für CIA-Agenten, weshalb er sich schnell aus dem Staub macht, um seine Armeefreunde über unsere Position zu informieren, wodurch ein erneuter Kampf entsteht und er stirbt. Eine Tür weiter wird das Ganze aber noch schlimmer. Dort finden wir die 33. die offensichtlich wild Zivilisten erschießt und auch, weil sie uns für CIA-Agenten halten, uns versuchen umzubringen. Nur, damit wir nicht sehen, wie sie die ganzen Zivilisten zusammentreiben und woanders hin verschleppen. Natürlich lassen wir das nicht zu und versuchen sie zu befreien, und sobald klar wird, dass wir jeden Moment doch überrannt werden, bekamen wir sie unter einer Sanddüne. Die Zivilisten sind vom ganzen Rumgeballere aber gar nicht so begeistert und wollen, dass wir verschwinden. Wieder in der Wüste teilt Walker mit uns, wie er die Lage interpretiert. Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Agent Daniel, CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Herr Daniel? Wir suchen nach Überlebenden. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Das nächste Ziel ist also klar. Wir laufen weiter über den Wüstensand hinunter in dieses Gebäude, nur um anschließend am höchsten Punkt der Stadt rauszukommen und sehen, welche Ausmaße die Sandstürme gehabt haben. Während wir uns also über die Dächer der Stadt bewegen, hören wir über Lautsprecher, wie Agent Daniels gefoltert wird. Wir stoßen ebenfalls auf einen größeren Trupp der 33. mit denen wir kurzen Prozess machen. Auf den gegenüberliegenden Dächern merken wir, dass die 33. noch mehr Leute hier hat, die sogar mit einem Helikopter verstärkt werden und die sogar durch Glasdächer auf uns schießen. Irgendwann ist aber auch der Trupp ausgeschaltet und wir können mit einem Seil auf ein weiteres Hochhaus gehen.
Dort durchsuchen wir die einzelnen Räume, bis wir an diese Tür kommen, hinter der eine riesige Sandlawine ist, die dafür sorgt, dass wir den Halt verlieren und in die Tiefe fallen, wo wir das Bewusstsein verlieren und gerade rechtzeitig wieder aufwachen, damit uns dieses seelenlose Stahlrohr nicht erschlägt und das nächste Kapitel beginnen kann. Nun erst einmal auf uns alleine gestellt, müssen wir uns so lange vor den Soldaten in der 33. verteidigen, bis unsere Kameraden uns erreichen. Wenn das geschieht, helfen sie uns, die übrigen Soldaten zu erledigen. Am Ende erwartet uns eine kurze MG-Sequenz, an der wir die Stellung halten müssen, bis unser Team eine Tür gesprengt hat. Dahinter befindet sich ein Krater voller Soldatenleichen und es wird klar, dass die Vermutung, dass es innerhalb der 33. zum Streik gekommen ist, richtig war. Unmittelbar danach treffen wir auch Daniels und es wird klar, dass man uns in eine Falle gelockt hat, die eigen für jemanden namens Gold bestimmt war. Dieser Gold taucht anschließend auch auf und hilft uns aus der Falle zu entkommen und sagt uns, dass wir uns draußen unterhalten können. Zuvor erwartet uns aber noch diese Helikopterszene. Sie ist zwar an sich nicht wichtig, zeigt aber ein grundlegendes Problem vieler Spiele. Wenn ich so eine klare Actionsequenz in mein Spiel einbaue und ich sterbe, obwohl ich mein Bestes gebe, verliert sie die gedachte Wirkung. Speziell, wenn ich aus irgendeinem Grund die nächste halbe Stunde immer wieder sterbe und keine Ahnung habe, was ich falsch mache. Nein, ich möchte nicht den Schwierigkeitsgrad ändern. Dieser ist sonst sehr angenehm. Wenn das Wiki schon Tipps gibt, wie man die Stelle meistern kann, ist sie einfach schlecht designt. Irgendwann kommen wir aber auch am Helikopter vorbei, oder besser gesagt, die Rakete, die Abfeuer, begräbt uns unter Schutt und wir haben erst einmal Ruhe. Uns geht es zwar gut, Adams hat aber eine Fußverletzung davongetragen. Während Lugo nun also Adam verarztet, sagt dieser, er habe ein Transportteam gerufen, das uns evakuiert. Walker widerspricht aber dem Plan wieder einmal. Dieses Mal, weil er sich sicher ist, sie würden den Weg dorthin nicht überleben. Außerdem denkt er, mit der CIA und Gould zusammenzuarbeiten, ist ihre einzige Chance. Immerhin hat uns auch geholfen. Überraschenderweise stimmt uns Lugo zu, indem er sagt, die verdammte 33. ist außer Kontrolle. Wir befreien uns aus den Trümmern und kommen in etwas, das aussieht wie das Foyer eines weiteren Luxushotels, wo sich Gould mit folgendem Funkspruch bei uns meldet. Geht hier ab, Agent. Der Wahnsinn, Captain. Wir sollten für die CIA Überlebende suchen. Und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es heißt, er sei noch am Leben. Aber wenn ja, versteckt er sich irgendwo. Verdammt! Da kommt ein Heli! Vorsicht! Adams fasst die Situation passend zusammen mit: Sieht nicht gut aus für Gould. Und sobald wir dieses Fenster eingeschossen haben, sehen wir, wie schlecht es wirklich aussieht. Wir sprinten, um ihn zu unterstützen, in seine Richtung, kommen an ein paar Leichen vorbei, darunter auch diese hier, die zu alt ist, damit die CIA irgendetwas damit zu tun haben kann. Hier bricht ein weiterer Kampf aus, da hier eine Gruppe Soldaten versucht, einen Panzer zu zerlegen, wir aber an ihr vorbei müssen. Als wir dann auch noch einen Graben voller Leichen erreichen, sehen wir, dass Goulds Truppe einfach nur ein bewaffneter Trupp an Plünderern war, die gegen ausgebildete Soldaten kämpfen sollten. Am Ende des Grabens werden wir Zeuge, wie die 33. Leute mit weißem Phosphor verbrennt und danach extra Soldaten schicken, um die noch atmen, zu erlegen. Am Ende des Kampfes sagt Walker, der Phosphor sei eine Nachricht an Überlebende, sich nicht mit der Armee anzulegen. Das zu hinterfragen, haben wir aber keine Zeit. Direkt danach finden wir Gould und ein paar Zivilisten. Die 33. versucht Gould zum Reden zu bringen, indem man die Zivilisten sowohl foltert als auch massakriert. Am Ende der Zwischensequenz stellt uns das Spiel wieder vor eine Wahl. Entweder können wir die Zivilisten befreien und riskieren, dass Gould stirbt, was Adams bevorzugt, oder Gould befreien, aber dafür die Zivilisten opfern, was Lugo vorzieht. Wir entscheiden uns, den Zivilisten zu helfen. Auf halbem Weg hören wir, wie jemand namens Riggs plant, das Aquatic Colosseum anzugreifen. Nachdem er das aber gesagt hat, wird er sofort umgebracht. Wir schleichen uns nach dieser Info weiter zu den Zivilisten, was wir sogar schaffen. Alles okay? Die beiden befreiten Männer verschwinden anschließend mit einem Danke. Gould selber kann aber nichts mehr sagen. Er hatte aber eine Karte dabei, die den Weg zum sogenannten Gate zeigt. Goulds Tod und unsere Entscheidung löst anschließend einen Streit in unserem Team aus, den wir mit einer Ansprache schlichten. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Am Ende des Einkaufszentrums, bei dem dieser Streit war, kommen wir auch direkt am Gate an. Dort erwartet uns gefühlt eine gesamte Armee, die wir unmöglich alleine besiegen können. Das Spiel gibt uns allerdings die Wahl, selber weißen Phosphor einzusetzen. Erfahrene Gamer wie wir sind, versuchen es auf die weniger kriegsverbrecherische Art zu lösen und sterben. Okay, dann begehen wir also Kriegsverbrechen. Als wir am Ende noch diesen Humvee sowie diese Truppenansammlung erledigen, endet auch diese Sequenz und wir müssen durch das Schlachtfeld gehen, in dem die letzten noch lebenden Soldaten gerade ihren Todeskampf verlieren. Soldaten wie diesen hier, der uns fragt, wieso wir das Ganze gemacht haben, und wir werden mit den Konsequenzen unserer Tat konfrontiert. Die Menschenmenge, die wir am Ende der Phosphor-Sequenz gesehen haben, waren nämlich die Leute aus dem Einkaufszentrum, die man hierher gebracht hat. Aber so ist es. Er
Wir müssen weiter. Aber nicht nur unser Team findet das, was wir getan haben, nicht gerade berauschend. Direkt danach versuchen überlebende Soldaten uns zu erschießen und obwohl sie die Anhöhe haben, stürmen wir den Hügel und jagen sie in den Kommandoraum zurück. Und sobald wir alle erledigt haben, geben wir unserem Team auch den Befehl, den Raum nach nützlichen Informationen zu durchsuchen. Am Ende der Treppe finden wir hinter einer verschlossenen Tür auch ein paar weitere durch Phosphor verbrannte Leichen. Erkennungsmarken in der Nähe geben Auskunft, wenn es sich dabei handelt. Es war Lieutenant Colonel Conrads ehemaliges Kommandoteam. Walker merkt abschließend an, dass er jeden von ihnen gekannt hat, was folgenden Funkspruch triggert. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Ich werfe Ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Schon gesagt? Um was geht es hier? Ums Überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am Wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst rausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Wir seilen uns abschließend ab und... Was ist das? Okay, wieder Grafikbug. Denn ein paar Schritte weiter finden wir zwei Leute von einem Autobahnschild hängen. Vielleicht ein Charakter, den man hinter dieser Wand eigentlich außer Sichtweite platziert hat, aber durch die Shader dann doch sichtbar ist. Sowas wird ja gerne gemacht. Ja, wenn es denn funktioniert. Konrad erklärt uns aber auch bei den zwei Leuten, was es mit ihnen auf sich hat. Der Zivilist hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen, welches ihm die Todesstrafe eingebracht hat. Der Soldat sollte ihn anschließend hinrichten, was er dann auch getan hat. Er hat dabei aber auch 5 Familienmitglieder mit umgebracht. Jetzt sollen wir entscheiden, wer von ihnen lebt und wer stirbt. Wir versuchen aber eine dritte Möglichkeit. Und zwar, dass wir die Sniper erschießen, was das Spiel auch zulässt. Bevor wir sie aber damit retten können, erschießen sie erst einmal beide Leute. Nach diesem Rückschlag gehen wir dann weiter und direkt hinter der nächsten Düne gelangen wir einen weiteren Hinterhalt, der uns ziemlich zusetzt, aber irgendwann bekommen wir langsam die Oberhand. Plötzlich werden wir von einem weiteren Sandsturm überrascht. Um ihnen zu entkommen, werden wir gezwungen, unter Beschuss vorzurücken, wobei uns der Sturm zwar Deckung gibt, aber gleichzeitig auch unsere Sicht einschränkt. Wenn wir uns aber weit genug vorangestolpert haben, kommen wir an einen umgefallenen Wasserturm, in dem wir Deckung finden und machen einen bedrohlichen Funkspruch an Conrad. Ich weiß, Sie hören zu, Colonel. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und Sie wird man Ihres Kommandos entheben. Sobald der Sturm vorbei ist, machen wir uns gleich auf zum Burj Khalifa, wo wir den Colonel vermuten, da dies der höchste Turm in Dubai ist, von dem er die ganze Stadt beobachten kann. Ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Ich habe dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Ihr müsst mir vertrauen. Ich trau dir, Walker. Ich denke nur, du liegst falsch. Adams steht also nicht mehr ganz hinter unserem Plan. Solange er aber unseren Befehlen folgt, lassen wir ihn. Und zumal wir auch am Ende der Straße gleich auf Ricks Truppen treffen, die gerade von der 33. bedroht sind, überrannt zu werden. Wir geben ihnen deshalb Flankenschutz und sehen, welch ein sympathischer Typ dieser Ricks ist, der uns erst einmal etwas über seine Mission erzählt. Also, wo ist Agent Gold? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Scheiße. Granate! Deckung! Wir sind also wieder gezwungen, uns ein weiteres Mal zu verteidigen. Während er und seine Leute aus dieser Situation herausholen geht, schauen wir, dass wir nicht ein paar neue Körpereröffnungen bekommen. Aber jetzt mal Tacheles. Ich vertraue diesem Typ nicht eine Spur. Weshalb ich ihn auch bei der ersten Gelegenheit, wenn er wieder auftaucht, versuche, in seinen Kopf zu schießen und nicht, weil ich ihn mit dem Gegner verwechselt habe. Ich möchte diese Verteidigungssituation aber auch mal nutzen, um über die Grafik des Spiels zu reden. Denn sie ist top. Ja, manche sagen, sie sind etwas schlecht gealtert, aber Dubai wird hier, wie in diesen Influencer-Videos, als diese unglaublich luxuriöse Stadt dargestellt, wo selbst das Wasserwerk speziell designt wurde. Ich sage das, weil das Spiel aus irgendeinem Grund gerade in den Arabischen Emiraten, obwohl es nichts über den dortigen Umgang mit Sklaven, Homosexuelle oder Leute, die einmal Kritik am Herrscher üben, äußert. Vermutlich fanden sie es nicht cool, dass das Spiel über Dubai auch das sagt, was es eigentlich ist.
Eine Stadt, die so eigentlich nicht existieren kann und zusätzlich, weil Dubai als ein zerstörter Kriegsschauplatz dargestellt wird. Okay, weiter geht's. Als wir durch eine Restaurantküche gehen, erklärt uns Rix, dass die CIA an sich unschuldig an der jetzigen Situation ist. Die Leute waren nur wütend und man hat sie deshalb mit Waffen versorgt. Ah, ja. Nach etwas Schießen kommen wir in dieses Büro gleich gegenüber des Aquatic Colosseums, in dem wir die Wasservorräte stehlen sollen. Bevor wir das Gebäude allerdings infiltrieren können, greift uns dann das Sonderkommando der 33. an und versucht uns aufzuhalten. Anschließend ballern wir uns über die schwer bewaffnete Tiefgarage in die Halle. Am Hintereingang, der mir Bioshock-Vibes gibt, hören wir kurz Konrad, der Rix Plan kurz und simpel zusammenfasst mit: Überlegen Sie sich, wem Sie helfen, Captain. Ohne Wasser werden alle in dieser Stadt sterben. Auch Ihre Männer. Rix will niemanden retten. Er will die Wahrheit begraben. Zusammen mit den Leichen. Ein guter Punkt, den wir gekonnt ignorieren und vorbildlich durch das Gebäude schleichen, bis wir unbedacht um diese Ecke gehen und jeden im Gebäude alarmieren. Also Schalldämpfer weg und Feuer frei. Scheiße, da kommt ein Fall mit einem Messer. Aufpassen, da bewegt sich was. Irgendwann gehört das Gebäude aber uns und wir können das Wasser stehlen. Rix drückt uns dazu noch einen Granatwerfer in die Hand und schwingt sich einen der Tankwagen. Wir begleiten ihn, indem wir uns auch außen an die LKWs ranhängen. Vor dem Aquatic Colosseum sehen wir, dass die Einwohner davon ganz und gar nicht begeistert sind, zumindest in dem Ausmaß, wie es 2012 in einer Nicht-Zwischensequenz möglich war. Die 33. versucht verzweifelt uns aufzuhalten, weil kein Wasser in der Wüste bedeutet keine gute Zeit. Dank dem Granatwerfer können sie aber nichts ausrichten, selbst wenn sie mit Humvees kommen. Ein Helikopter führt jedoch dazu, dass wir in eine Sackgasse gelangen und Rix entschließt sich, die Trucks lieber zu zerstören, bevor sie wieder in die Hände der 33. gelangen. Infolge des Crashs werden wir vom Truck geschleudert und verlieren kurz das Bewusstsein. Als wir wieder aufwachen, steht Konrad vor uns und sagt, dass dank unserer Taten die gesamte Stadt in 4 Tagen verdursten wird. Anschließend wandern wir schwer verwundet das zerstörte, brennende Gebiet. Über Lautsprecher hören wir den Funker, den wir schon die ganze Zeit immer wieder mal hören, davon berichten, dass wir das gesamte Wasser nun in die Luft gejagt haben und ab sofort das Kriegsrecht gilt, und sehen einzelne Menschen, die verzweifelt versuchen, noch Reste vom Wasser zu retten und uns zu Recht beschuldigen. Unser nächstes Ziel ist aber klar, dass wir die gesamte Stadt jetzt schnellstmöglich evakuieren. Weit unten auf der Straße finden wir auch Rix, welcher unter seinem LKW begraben ist und in wenigen Sekunden bei lebendigem Leibe verbrennen wird. Dies erklärt uns, dass die CIA geschickt wurde, um die Gräueltaten, die die 33. im Zuge der gescheiterten Evakuierung getan hat, zu vertuschen, damit Amerika nicht schlecht dasteht, beziehungsweise um einen großen Krieg zu verhindern. Also der Plan war einfach, alle, die davon berichten können, was geschehen ist, verdursten zu lassen. Wir können nun also entscheiden, ob wir ihn erschießen oder... Nach dieser Nichtentscheidung meldet sich auch Lugo wieder und sagt uns, dass sie flüchten mussten, weil die 33. aufgetaucht ist. Das Funksignal bricht ab und der Radiomoderator meldet sich und verspottet uns. Wir sehen, wie ein Helikopter erscheint, der einen Trupp abladet, der dann die Jagd auf unser Team macht. Wir folgen ihnen ins Einkaufszentrum und sehen, wie unser Trupp in der Falle ist und Lugo als Geisel gehalten wird. Mit einem beherzten Tritt und einem gezielten Schuss mit dem extra bereitgestellten Snipergewehr löst sich aber auch dieses Problem. Die Gegner sind von unseren Schießkünsten aber weniger beeindruckt und versuchen uns zu überrennen. Wir müssen also parallel zu unserem Team durch dieses Freilufteinkaufszentrum, welches, wenn ich darüber jetzt so nachdenke, mega heiß sein muss, wenn die Sonne scheint, was in der Wüste jeder Tag ist. Wir ballern uns also vor und rutschen mit der Seilrutsche einmal quer durch und versichern dem Spiel, dass wir keine Epileptiker sind, denn zwischendurch versucht das Spiel sein Gameplay etwas aufzufrischen, indem es das Licht während des Kampfes ständig ein- und ausschaltet. Nachdem wir diesen Mittelfinger an 1% der Menschheit gemeistert haben, werden wir mit einer Geschützsequenz belohnt, bei der wir Luke und Adam so lange verteidigen müssen, damit sie zu einer am Dach montierten Seilrutsche kommen. Damit wir dafür möglichst lange beschäftigt sind, lautet aber der Weg dafür, ja, ich habe es in der Wiederholung kontrolliert, abseilen vom 2. Stock in den 1. Stock. Ergattern eines RPG-Werfers, um eine Tür zu sprengen, die man wieder in den 2. Stock kommt, warten, bis wir eine verriegelte Tür aufschießen, neben der Rolltreppe in den 3. Stock, vorrücken zu einer Wendeltreppe aufs Dach, wobei der Weg mit Explosionskisten gepflastert ist, die ich zuvor einfach weggeballert habe. Und dann können sie die Seilrutsche nehmen, bei der wir, wenn wir keinen Dropkick verpasst bekommen möchten, rechtzeitig zur Seite gehen müssen. Natürlich habe ich mir beide Dropkicks abgeholt. Walker fand das vermutlich aber gar nicht so lustig, denn wenn wir diese Tür öffnen und drin Staff Sergeant Josh Forbes finden, ist er ziemlich angepisst und bedroht ihn sogar mit einer Waffe. Dieser sagt uns aber, wo wir den Funker finden und dass es vermutlich nicht einfach sein wird, zu ihm zu kommen, damit wir die Evakuierungsmeldung abgeben können, sodass jeder in der Stadt sie auch hört. Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten. Denkt immer daran. Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will. Um jetzt also zum Funkturm zu kommen, entschließen wir uns, über die Dächer zu gehen. Dabei beglückt uns das Spiel wieder einmal mit einer atemberaubenden Aussicht aufs Meer und der ersten Palme, auf der gerade die ersten Gebäude gebaut werden.
Übrigens, so beeindruckend das Projekt auch ist, zeigt Google Maps im Jahre 2024 immer noch freie Grundstücke. Genauso wie auf der zweiten Palme und auf der Weltinseln. Nachdem unser Fernweh von einem Scharfschützenschuss unterbrochen wird, schleichen wir uns durch das Gebäude, oder versuchen es zumindest, und rutschen mit einer Seilrutsche zu einem anderen Wolkenkratzer, wo wir einen Soldaten zu Boden hauen. Dieser verwandelt sich vor unseren Augen in Adams und macht uns Vorwürfe, was wir alles getan haben. Dabei beginnt er auch seine Waffe auf uns zu richten. Um der Situation zu entkommen, prügeln wir ihn mit unserer Waffe den Schädel ein, wovon der echte Adams, nachdem er auch ankommt, schockiert ist. Gott, was hast du getan, Walker? Während wir anschließend durch das Gebäude laufen, kommen wir schlussendlich bei diesem Balkon an und sehen, dass auf der anderen Seite eine Menge Soldaten sind, die uns am Queren hindern, weshalb wir sie zuerst mit dem Scharfschützengewehr erschießen müssen. Anstatt jetzt aber Angst zu bekommen, macht der Funke ein paar Scherze über das Leben jeder Person, die wir jetzt einen Kopf kürzer machen. Tango erledigt. Eine Frau und Kinder. Ihr könnt durchatmen. Denkt Das waren alle. niemand an die Kinder. Makaber ist auch, dass nach all dem Ganzen wir durch die coolste Wohnung laufen, in der die chilligste Musik gespielt wird und auch der Funker ganz relaxed drauf ist. Steht's im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oder bis zur Sturmwand. Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Also, ich hätte ihn leben lassen. Schluss jetzt! An alle, die mich hören. Ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um Sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Diese kommt daraufhin mit einem Heli an, den wir sogleich auch stehlen möchten. Dazu bleibt Lugo erst einmal zurück und gibt uns Rückendeckung, während Adams und Walker sich den Weg freischießen. Am Helikopter angekommen, setzen wir uns an die Minigun und geben Lugo Feuerschutz, sodass er sicher zum Helikopter kommt. Sobald er angekommen ist, heben wir ab und nehmen noch schnell das Hochhaus mit dem Funkturm auseinander. Ist das erledigt, kommt es zur Szene vom Intro, bei der wir Helikopter auseinandernehmen und Dubai zerstören. Wie im Intro kommt es aber auch jetzt wieder zum Sandsturm und zum Crash, welcher unseren Heli abstürzen lässt, was wir aber glücklicherweise überleben und nur kurz ohnmächtig werden. In dieser Ohnmacht spricht Colonel Konrad aber wieder zu uns und wir sehen Dubai in Flammen. Nacheinander laufen unsere Opfer zu uns, während Konrad uns für die jetzige Situation der Stadt verantwortlich macht. Hilfe! Über 5000 Menschen leben noch in Dubai, am Tag bevor Sie ankamen. Wie viele sind wohl heute noch am Leben? Wie viele werden es morgen sein? Ich dachte, ich soll diese Stadt vor dem Sturm schützen. Falsch. Ich muss sie vor Ihnen schützen. Walker. Irgendwann wachen wir aber zur Stimme von Adams auf, der uns sagt, dass er und Lugo getrennt wurden und dass wir ihn beim Rauch treffen sollen. Dort angekommen, retten wir ihn auch zugleich und wehren die 33. ab, die uns versucht zu eliminieren. Sobald wir sie für den Moment abgewehrt haben, machen wir uns auf zu Lugo, der sich ohne Waffe mit einem gebrochenen Arm irgendwo nördlich an einer halb versunkenen Yacht versteckt. Wir schauen, dass wir an mehreren Truppen der 33. vorbeigelangen, aber die Überzahl an Gegnern verlangsamt uns so stark und kesseln Lugo so weit ein, dass er sich weiter in ein Flüchtlingslager zurückziehen muss. Nachdem wir uns vor den Toren des Flüchtlingslagers befinden, bei dem man zuletzt, obwohl man in der Wüste ist, nur noch 0,3 Liter Wasser täglich bekommen hat und man kurz zuvor die letzten Wasservorräte der Stadt ebenfalls zerstört hat, als Delta Knight überhaupt nicht willkommen ist, weshalb wir mitkriegen, dass man Lugo am erstbesten Masten aufgehangen hat. Oh, Scheiße! Verschießt es! Alle zurück! Los! Atme, Lugo! Die wollen nicht hören. Verdammt, atme! Wie geht's Ihnen? Antworte, Walker! Komm schon, Lugo! Und dennoch? Zurück, oder ich eröffne das Feuer! Lass mich schießen, Walker! Sir, ich erbitte Feuererlaubnis! Gib mir den Befehl! Das Spiel und er machen uns klar, wenn wir jetzt nicht handeln, enden wir genau wie Lugo, aber anders als er haben wir eine Waffe, mit der wir über die Köpfe des Mobs schießen. Das Spiel sagt einem nicht, dass es geht. Man kann genauso gut in den Mob reinschießen. Aber muss man wirklich diese Option einem extra anbieten, damit man darauf kommt? Aber egal, wie wir uns entscheiden. Nach einem anschließenden Gang durchs Lager stehen wir unmittelbar vor dem Burj Khalifa, Konrads Hauptquartier. Hinter einem Felsen reden wir aber zuerst mit Adams über Lugos Tod, der alleine uns für den Tod unseres Kollegen verantwortlich macht. Wir besprechen aber auch den Plan, mit dem wir zu Konrad kommen, welcher lautet: Wir töten alles, was sich bewegt.
Zuerst schauen wir aber noch einmal zurück auf das brennende Dubai, bevor wir in das Hauptlager der 33. eindringen, wo sie hinter jeder Ecke ein MG-Nest platziert haben. Es dürfte inzwischen klar sein, dass die Stimmung und die mentale Verfassung von Adams und speziell Walker nicht mehr so gut ist. Die Sprüche von Walker werden ruppiger, Ich hab den Hurensohn! die Nahkampfexekutionen werden brutaler und auch die Hinweistexte ändern sich. Waren es zu Beginn noch normale 0815-Texte wie „Tote Gegner lassen ihre Waffe fallen" oder Lorschnipsel wie „Vor vielen Jahren rettete Conrad Walkers Leben, als ihre Mission in Kabul fehlschlug", sind es jetzt Meldungen wie „Auf eigene Faust töten ist Mord", „Für die Regierung töten ist heroisch", „Zur Unterhaltung töten ist harmlos" oder „Die Tötung unbewaffneter Kommandanten wird durch das US-Militär nicht geduldet." Aber das ist ja nicht echt. Was kümmert's dich also? Und beginnt langsam auch an der 4. Wand zu rütteln. Außerdem kommen wir, wenn wir am Eingang vorbei sind, zu einer Brücke, wo die 33. um uns aufzuhalten, einen weiteren Phosphorangriff startet, der bei uns die Vision von der Hölle hervorruft, in der wir von brennenden Menschen überrannt werden. Sobald die Szene endet, finden wir uns aber mitten auf dem Schlachtfeld wieder und wir müssen den Mörser mit einer RPG zerstören. Das war aber nur eines der Dinge, die uns die 33. entgegenwirft. Sie haben immer noch eine Menge an Soldaten und das Schlachtfeldlayout zwingt uns immer wieder von der einen zur anderen Seite zu kreuzen und dabei dem MG-Feuer auszuweichen. Das Spiel gibt uns dafür aber auch auf halbem Weg auch wieder einen Granatenwerfer, den wir kurz darauf auch brauchen, denn am Ende taucht ein schwer gepanzerter Soldat auf, der die Form des kürzlich verstorbenen Lucas hat und der uns bis zuletzt Vorwürfe macht. Ein netter Trick. Sterben wir jetzt vor dem nächsten Checkpoint, kommt es zu einem besonderen Ladebildschirm und anstatt unserer Warnvorstellung ist es beim zweiten Mal ein normaler gepanzerter Soldat, den wir aber auch besiegen und anschließend auf das Dach vorstoßen, wo zuvor der Mörser war. Aber just in dem Moment, wo wir den letzten Soldaten erledigen, bekommt die 33. nochmal Verstärkung und droht uns zu erschießen, wenn wir nicht die Waffen niederlegen, wovon Adams ganz und gar nicht begeistert ist. Einzige Weg in den Tower! Verdammter Mist! Gib's auf! Mission beendet! Wir haben versagt! Nur über meine Leiche! Schön! Dann leb weiter! Jetzt auf uns alleine gestellt, heißt es aber erst einmal Beine in die Hand. Konrad fasst über Funk unsere jetzige Situation passend zusammen. Ihre Freunde tot. Die Welt in Flammen. Sie allein. Sie haben versagt. Angeschlagen betreten wir nun Wolkenkratzer, wo sich in der Lobby die Reste der 33. vor uns ergeben. Captain Walker, wir sind der Rest der Damned 33rd. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wir haben aber noch eine Rechnung offen und gehen in den Aufzug zu Konrad, der bereits auf uns wartet und sich mit einem Gemälde so lange die Zeit vertreibt. Wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte der Realität hier nicht entkommen. Das war mein Untergang. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Das waren Sie? Nein, Sie waren das. 47 Unschuldige starben durch Ihre Befehle. Jemand muss für Ihre Taten büßen, Walker. Wer wird das sein? Wir folgen ihm und Überraschung, Konrad ist schon lange tot. Jedes Mal, wenn wir ihn gesehen haben, war es nur unser Kopf. Wir bekommen von unserer Konrad-Einbildung anschließend eine Zusammenfassung, dass man eigentlich nie hier sein sollte. Unsere Befehle sind klar. Raus aus der Stadt, Funkspruch ans HQ von außerhalb der Sturmwand. Die schicken die Kavallerie, wir fliegen heim. Sie sind kein Retter. Sie haben andere Begabungen. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo. Er wollte es nicht hören! Wir hatten keine Wahl! Er hat uns zu verdammten Killern gemacht! Es ist nicht meine Schuld. Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Und ist die Wahrheit nicht zu leugnen, bastelt man seine eigene. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht, er bewegt sich nicht mehr. Walker, komm zu dir! Ich verstehe. Wir müssen wählen. Die Wahrheit, Walker, ist, dass Sie hier sind, weil Sie sich als was fühlen wollten, was Sie nicht sind. Ein Held. Lugo. Du hast mich sterben lassen! Ich bin hier, weil Sie Ihre Taten nicht akzeptieren können. Das hat Sie zerstört. Damals mochte ich das nicht. Gab das Spiel einem nie die Wahl, die Evakuierung einzuleiten oder den Phosphor einzusetzen. Aber im Zuge des Storytellings sehe ich es heute anders. Es ist Walkers Geschichte und wir können ihm als Geschichtenerzähler nicht trauen. Jetzt haben wir aber die Wahl. Wer ist dafür verantwortlich? Diese Person sollen wir erschießen. Konrad,
oder wir. Wir entscheiden uns für Conrad. Was immer jetzt auch kommt, seien Sie nicht zu hart zu sich. Selbst jetzt, nach all dem, können Sie noch nach Hause. Sie Glückliche. Was jetzt, Sir? Hä? Die Männer fragen. Was tun wir jetzt? Wir erfüllen unsere Mission. Und was wäre unsere Mission, Sir? Holen Sie mir ein gottverdammtes Funkgerät. Hier spricht Captain Martin Walker. Er bitte umgehende Evakuierung von Dubai. Überlebende. Einer zu viel. Und Credits. Warum ich Conrad erschossen habe, fragt ihr euch vielleicht. Nun, seit ich das Spiel damals gespielt habe ich öfters darüber nachgedacht. Vielleicht liege ich falsch, aber selbst der Entwickler will sich auf keine Interpretation festlegen, denn das Spiel soll ja einen zum Nachdenken bringen und die Schlüsse, die man selber aus dem Spiel zieht, sind genauso gut, wenn nicht sogar noch berechtigter, wie das, was der Autor eigentlich sagen wollte. Aber ich sehe es so. Walker ist kein gesunder Mensch. Bereits zu Beginn sieht man Visionen von Conrad an LKWs oder Bäume verlieren plötzlich die Blätter, wenn man kurz wegsieht. Was wir getan haben, ist genau mit den Informationen zu arbeiten, die wir hatten. Und an Stellen wie dem Phosphor hatten wir keine andere Wahl. Das Spiel sieht keinen anderen Weg vor. Man kann das Feuer öffnen, aber es werden anschließend unendlich Gegner kommen. Die einzige Wahl wäre gewesen, an dieser Stelle den Controller wegzulegen und das Spiel aufhören zu spielen. Aber come on, Entwickler, das ist die Ausrede, mit der ihr gehen wollt. Aber nun gut. Was ich erfahren habe, wurde diese Entscheidung auch intern diskutiert und es gab Zeiten, wo man eine Wahl hatte, die aber schlussendlich herausgenommen wurde. Ich gehe davon aus, weil das hier der Punkt ist, wo Walker final zum Mörder wird und es die Story nun einmal verlangt hat. Der Plan war ja okay, die Geiseln der 33. zu befreien, weil wir dachten, diese wäre böse und würde sie im Anschluss umbringen. Dass diese Annahme aber falsch war und schlussendlich am Mord der Zivilisten und in der sinnlosen Auslöschung der 33. resultiert, konnten wir ja nicht wissen. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Der Fehler ganz am Anfang war es, einen Soldaten mit Belastungsstörungen in ein Kriegsgebiet zu schicken. Walker braucht einen Psychiater, kein Erschießungskommando. In meiner Vorstellung wird er jetzt eine Strafe bekommen, vermutlich wird er nie wieder freikommen oder weil es Amerika ist, vielleicht auch auf dem Stuhl landen. Aber für mich ist die Wahl, erschieße ich Conrad oder Walker am Ende, eine Wahl zwischen, ist Walker schuld oder ist die falsche Interpretation, was in Dubai passiert ist, mitsamt der Belastungsstörung schuld. Nach den Credits gibt es noch eine Endsequenz, in der ein Trupp der Evakuierungskräfte uns als einziger Überlebender des Delta-Teams in Conrads Uniform aufgabeln und heimbringen möchte. Das Spiel gibt uns hier aber noch eine letzte Entscheidung. Beschießen wir auf die Soldaten und bleiben in Dubai, entweder tot oder falls wir alle umbringen lebendig, oder lassen wir uns heimbringen. Wie schon gesagt, da ich denke, Walker ist ähnlich wie die meisten anderen im Spiel ein Opfer der Umstände und folgte zu Beginn falschen Schlussfolgerungen, bis es zu spät war und er durch die Grausamkeiten selber kaputt ging, gebe ich die Waffe ab und lasse ihn heimbringen. Aber wie es Conrad schon sagt, selbst jetzt, nach all dem, können Sie noch nach Hause. Sie Glückliche. Meine Landratten.